Im Dämmerlicht der Götter öffnen wir heute alte Seiten und betrachten Stellen, die seit Jahrhunderten Spannung erzeugen, Widersprüche, die Fragen stellen an Text, Tradition und Erinnerung. Ich erzähle, du entscheidest und bleibst neugierig. Kapitel 1. 2 Schöpfungen, 2 Stimmen. Stell dir vor, du blätterst in einem heiligen Buch und findest 2 Geschichten, die dieselbe Welt beschreiben, aber nicht in derselben Reihenfolge. Der erste Bericht nennen wir Genesis 1, ein geordneter Ablauf, Licht, Himmel, Land, Pflanzen, Sterne, Tiere und schließlich der Mensch, geschaffen als Mann und Frau gemeinsam. Der zweite Bericht nennen wir Genesis 2, eine intime Szene, ein Garten, ein einzelner Mensch, die Bildung der Frau aus der Rippe des Mannes. Unterschied: In Genesis 1 sind Pflanzen vor dem Menschen, in Genesis 2 wirkt es, als sei der Mensch vor den ausführlichen Pflanzenschilderungen da. Ist das ein Widerspruch? Manche sagen, ja, 2 Quellen, andere sagen, nein, unterschiedliche Absichten. Der Alttestamentler John H. Walton weist darauf hin, dass der erste Bericht mehr Funktion und Ordnung beschreibt als naturwissenschaftliche Chronologie. Kapitel 2. Noahs Arche, ein Paar oder 7 Paare. Die Sintflutgeschichte überrascht. In einer Passage heißt es, Noah solle je ein Paar von jeder Tierart mitnehmen, männlich und weiblich. In einer anderen Passage heißt es jedoch deutlicher, von den reinen Tieren solle er 7 Paare nehmen oder nach manchen Lesarten 7 Einzeltiere. 2 Anweisungen, die sich zu widersprechen scheinen. Erklärungsversuche reichen vom Nebeneinander verschiedener Traditionen bis zur Einschätzung, dass die zusätzliche Menge für kultische Zwecke gedacht war. Text, Geschichte und Redaktion sind hier Schlüsselbegriffe. Kapitel 3. 2 Stammbäume. Wer ist Jesu Vorfahre? Die Evangelien nach Matthäus und nach Lukas präsentieren jeweils eine Genealogie Jesu. Beide wollen Jesu Zugehörigkeit zur Linie Davids zeigen, doch die Namen zwischen David und Josef stimmen nicht überein. Bart D. Ehrmann, ein prominenter Neutestamentler, macht daraus einen Punkt. Evangelisten verfolgen theologische Zwecke. Ihre Stammbäume ordnen Geschichte nach Botschaft, nicht streng nach genealogischer Genauigkeit. Kapitel 4. Kreuzigung, Evangelien versus Koran. Die neutestamentlichen Evangelien berichten von Gefangennahme, Prozess und Kreuzigung Jesu, ein zentrales Ereignis, das Tod und Auferstehung verbindet. Der Koran hingegen formuliert in Sure 4, Vers 157 eine Aussage, die oft als Ablehnung der Kreuzigung gelesen wird. Es habe so ausgesehen, als hätten sie ihn getötet, doch tatsächlich habe es anders existiert. Es sei ihnen nur erschienen. Die Interpretationen sind vielfältig: göttliche Erhebung, Austausch mit einer anderen Person oder eine theologische Absage an die christliche Lesart. In jedem Fall zeigt sich hier ein fundamentaler Unterschied in der religiösen Erinnerung. Kapitel 5. Die 10 Gebote, Unterschiede in Wort und Reihenfolge. Die Dekalogtexte finden sich in Exodus 20 und in Deuteronomium 5. Inhaltlich ähnlich unterscheiden sie sich in Formulierungen und Akzentuierungen, und verschiedene religiöse Traditionen nummerieren die Gebote unterschiedlich. Das Ergebnis: ein vermeintlich fester Kern moralischer Anweisungen kann in der Praxis unterschiedlich interpretiert und angewandt werden, mit konkreten Folgen für Lehre und Liturgie. Kapitel 6. Jesus Aussagen, die gegensätzlich klingen. Mehrfach finden sich im Neuen Testament Sätze, die im ersten Eindruck widersprüchlich anmuten. An einer Stelle klingt es wie: Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. An anderer Stelle eher wie: Wer nicht gegen uns ist für uns. Solche Differenzen lassen sich durch Kontext, Adressaten und rhetorische Strategie erklären. Sie veranschaulichen, wie Aussagen je nach Situation unterschiedliche Bedeutungen tragen. Warum entstehen Widersprüche? 3 kurze Gründe. Erstens: Texte sind oft das Ergebnis mehrerer Quellen und redaktioneller Schichten.
Überlieferungen wachsen, werden zusammengesetzt, nicht immer perfekt harmonisiert. Zweitens, theologische Zielsetzungen formen die Darstellung. Autoren legen Gewicht auf bestimmte Aspekte, um eine Botschaft zu transportieren. Drittens, Übersetzung, Textüberlieferung und Handschriftenvarianten bringen Unterschiede hervor. Kleine Abweichungen können große Folgen haben. Stimmen aus der Forschung Bart D. Ehrmann weist auf die zahlreichen Textvarianten und die Präsenz multipler Stimmen in neutestamentlichen Schriften hin. Ein Befund, der historische und theologische Fragen zugleich aufwirft. John H. Walton betont, dass manche alttestamentliche Berichte, etwa zur Schöpfung, im antiken Kontext eher funktionale Ordnungsbilder vermitteln, als moderne naturwissenschaftliche Angaben. Konkrete Referenzen, kurz und ausgeschrieben. Merk dir diese Schlüsselstellen, sie sind die Wegweiser für weitergehende Recherche. Genesis 1 und Genesis 2, Genesis 7, Vers 2, Matthäus 27, Sure 4, Vers 157 sowie Exodus 20 und Deuteronomium 5. Mini-Story A. Adam im Feld. Stell dir Adam vor, in einer Erzählung steht er zwischen bereits wachsenden Pflanzen, in einer anderen wird die Umgebung erst in seiner Begegnung mit dem Garten geschildert. Zwei Perspektiven auf denselben Menschen und die Frage, welche Erzählebenen liegen hier übereinander? Mini-Story B. Noah zählt die Tiere. Noah zählt. Ein Paar. Dann eine Stelle. Nein, nimm 7 von den reinen Tieren. Die Stimme zwischen Erstaunen und Humor. Noah hätte vermutlich ein Notizbuch gebraucht. Mini-Story C. Die Frau am Kreuz. Eine Frau am Rande des Geschehens. Für manche Quellen Zeugen der Kreuzigung. Für andere liegt die Erinnerung anders. Ein Beispiel dafür, wie Erinnerung und Erzählung zusammen und doch auseinanderlaufen können. Was lernen wir konkret? Erstens, Widersprüche zeigen Komplexität. Texte sind Mehrstimmigkeit, nicht Einfalt. Zweitens, Unterschiede fordern uns heraus, Genres, Kontexte und Absichten zu unterscheiden. Nur so verstehen wir die Tiefe der Überlieferungen. Drittens, für Gläubige, Historiker und Neugierige bleibt eine zentrale Frage: Wie vereint man spirituelle Bedeutung mit kritischem Fragenstellen? Zum Abschluss einladende Frage: Welche dieser Geschichten soll ich im nächsten Teil tiefer aufschlüsseln? Genesis 2, die Noah-Texte, die Gospel-Genealogien oder die Auslegungen zur Kreuzigung im Koran? Schreibe es in die Kommentare. Deine Stimme entscheidet, welche Schatten wir als nächstes erhellen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Dämmerlicht.